Nosotros tenemos un potencial extraordinario en energías renovables. We are waiting for partnership. Let the developed countries commit to fulfilling the pledge they made towards climate financing. 2015 einigten sich in Paris die Staaten bei der 21. UN-Klimakonferenz darauf, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Wie das Pariser Klimaabkommen praktisch umgesetzt werden kann, war nun auch 2017 die Frage in Bonn, bei der COP23 unter der Präsidentschaft der Fidschi-Inseln. Hier förderte die Konferenz beispielsweise auch den nachhaltigen Erfahrungsaustausch und die Befähigung der Menschen vor Ort zum Klimaschutz. Beides sind auch Ziele der Konrad-Adenauer-Stiftung mit ihren 3 Regionalprogrammen zu Energiesicherheit und Klimawandel in Asien, Lateinamerika und Afrika. Eine afrikanische Delegation nahm in diesem Rahmen auch an der COP23 teil. I would say globally, the African region is the most affected by the climate change. If you look at the current situation in Africa, issues of drought are very prominent, issues of floods are very prominent, and issues of forced migration via climate change because of the changes in climatic changes are very evident. Now we are waiting for partnership because the financement of climate action are the key to support Africa to be at the table of solutions. And for that, you have local authorities. In Afrika spielen ja zum Beispiel die Könige, die traditionellen Führer der Gesellschaft, der Gemeinschaft in den Dörfern immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Deren Einfluss ist groß, sie verwalten das Landrecht und haben auch wirklich eine Schutzfunktion, was die Umwelt betrifft. Und wir haben Dialoge herbeigeführt, wo Jugendgruppen, die normalerweise relativ skeptisch diesen doch traditionellen und konservativen Gemeinschaften gegenüber eingestellt sind, dann im offenen Dialog die Probleme, die aus dem Klimawandel für alle Beteiligten erwachsen, besprechen und versuchen, gemeinsame Lösungen dabei herbeizuführen. In Africa, when there is no electricity, there's no water at home. And it's the young girls and the women who go to feed water. That means the young girl don't have time to go to school. That means the mother don't have time to concentrate in activities that can bring her some resources. So we have put in place, now we are experimenting in our council and other council managed by women, solar energy. Para el Perú y para América Latina, Alemania es muy importante aliado. No por el dinero, sino por el conocimiento, la tecnología. Nosotros tenemos un potencial extraordinario en energías renovables. Con la tecnología que Alemania ha abierto al mundo con energías renovables, podemos hacer que Perú avance en la capacidad de resiliencia. And for us, our position as Africa is clear. Let the developed countries commit to fulfilling the pledge they made towards climate financing. Ein wichtiges Ergebnis der Bonner Klimakonferenz ist, dass die Finanzstruktur für gravierende Extremwetterschäden weiter ausgebaut wird. Stürme, Fluten oder Hurrikans verursachen allein 2017 weltweit geschätzte Kosten von fast 200 Milliarden $. Vor allem in Entwicklungsländern fehlt den Menschen häufig das Geld für eine Klimarisiko-Schutzversicherung. Die Lösung der Bundesregierung heißt Insure Resilience. Rasche Hilfe soll diese Initiative bringen. Derzeit profitieren bereits 100 Millionen arme und verwundbare Menschen von dem Versicherungsschutz. Bis 2040 soll sich diese Zahl vervierfachen. Das Geld geht direkt an Regierungen wie im Falle Haitis, aber es gibt auch Kleinstpolicen für Einzelpersonen. Klimaschutzversicherungen sind ein Instrument, das eingesetzt wird, um den Schäden und Verlusten vorzubeugen. Wenn keine Klimarisiko-Schutzversicherungen greifen, versucht der Staat sozusagen zunächst die normale Hilfe zu bekommen von anderen Staaten. Das ist Ersthilfe, Nahrungsmittel, Wasserversorgung. Aber es ist keine Hilfe, gerade wenn Länder zyklisch heimgesucht werden von Umweltkatastrophen oder klimabedingten Erscheinungen. Es una ayuda, es una herramienta útil,
pero creemos nosotros que lo principal está en la construcción de capacidades, los recursos humanos que puedan asumir los nuevos retos, puedan diversificar su capacidad de respuesta y estar preparados para todos los impactos del cambio climático, lo que se llama adaptación. They need to train in Africa. They need to train our population. We have to have an information system that can prepare us to face this risk, that they can know in advance. They can know that this year rain will be, this year we'll have this type of problem. They can know. Sometimes it's not true, but at the end of the day, if you prepare for, you can come out with solution. Das wiederum hat dazu geführt, dass wir also Jugendgruppen auch für die Klimaverhandlungen hier, was jetzt gerade hier in Bonn stattfindet, COP23, vorbereiten durften, indem wir die auf rechtliche Fragestellungen, politische Sensibilisierung, wirtschaftliche und finanzielle Notwendigkeiten sozusagen einstellen durften und auch vorbereiten konnten. Los jóvenes son los principales actores del cambio. Nosotros somos la generación de tránsito y creo que hay que empoderar a los jóvenes. Nicht nur immer Zuschauer sein dürfen, sondern auch tatsächlich mitmachen. Nosotros tenemos una gran red de jóvenes comprometidos en energías renovables en el Perú y estamos hoy trabajando una alianza a nivel de toda Latinoamérica. La Fundación Adenauer está apoyando esta alianza donde la mayoría de actores son jóvenes universitarios comprometidos frente al cambio climático y con las energías renovables.